So, der Starduster geht mit Rückenwind. Und ja. Jean-Marc Dulst, ja, Vizepräsident von Trescal, fliegt diesen Starduster, der auch in den Farben des Unternehmens gestaltet ist. Seit vielen Jahren auf Airshows unterwegs mit ihm, um sowohl seine Flugkünste zu zeigen, als auch die Firma zu präsentieren. Well, ladies and gentlemen, an aircraft we saw earlier, the Stolp Starduster SA300, flown in the colours of Trescal Group and flown by the Vice President of that group, Jean-Marc Dulst, qualified pilot in advanced aerobatics. Does a very smooth, very sort of 1960s style aerobatic display in this lovely little aircraft. So he's climbing up to height now, and as soon as he's up to altitude, he'll begin his display. Die Starduster SA300 ist eine Konstruktion von Lou Stolp aus den 60er Jahren. Sie wird im Eigenbau hergestellt, ist ein Flugzeug in Gemischtbauweise. Und die Idee war, ein Flugzeug zu schaffen, das schick anzusehen ist und ein bisschen an die alten Zeiten erinnert, mit denen man auch dann Kunstflug im Stil der 60er Jahre machen kann. Wir werden sehen, was er uns zum zweiten Mal am heutigen Tag hier zeigen wird. Well, ladies and gentlemen, interesting aeroplane, the Stolp Starduster. Started life in the 1960s. American designer Lou Stolp designed the first of the Starduster 100s. And the idea was to provide a very pleasant to fly, but more importantly, fun to fly aircraft. Over 100 Stardusters of that generation are still flying throughout the world. But this particular aircraft is the developed version, if you like, the Starduster SA300, or otherwise known as the Starduster 2, made of metal and wood. Its construction from a kit. You can actually buy a kit of this aeroplane. Generally requires around about 2 years for the amateur builder. But it's well worth it because it's a really rather lovely looking. Wurden gebaut und fliegen mit Lycoming-Triebwerken zwischen 180 und 200 PS. Seins hat 200. Das Flugzeug selbst ist aber in der Lage, mit Triebwerken bis 375 PS auszukommen und damit sich diesem wunderschönen aerodynamischen Kunstflug zu widmen. Die Lebensdauer eines solchen Flugzeuges ist recht hoch. Viele von ihnen haben 2.500 Flugstunden erreicht. Ein einzelnes hat schon sogar mehr als 5.000 Flugstunden. Kit-built version of the aircraft uses an original manufacturing process. The main fuselage is made of aluminium tubes, coated in canvas, and the wings are made of wood. Covers and the fairings, often these days of course, out of moulded fiberglass. Docile and easy to fly, the Starduster can take engines of up to 375 horsepower, but most of the 1,000 kit-built versions fly with either a 180 or a 200 horsepower Lycoming. Many Stardusters have reached over 2,500 flying hours, and one of them has even been flying for over 5,000 hours. Very strong aeroplane, capable of taking +6 and -6 G, and this particular example, as I said, powered by Lycoming 200 horsepower. Gives the aircraft a maximum speed of about 280 kilometers an hour, and it flies beautifully smoothly, as you can see. Das Flugzeug wird in Gemischtbauweise gefertigt. Der Rumpf besteht aus einem Gerüst aus Aluminiumrohren, wird mit Stoff bespannt, die Tragflächen sind aus Holz. Ein Hobbybastler braucht ca. 2 Jahre, um so ein Flugzeug zusammenzubauen. Es ist leicht zu fliegen, aerodynamisch ausgelegt ist es als Doppeldecker mit einem Heckradfahrwerk, hintereinander liegenden Sitzen für den Piloten und den Passagier. Dabei sitzt wie in den meisten Heckradflugzeugen üblich der Pilot auf dem hinteren Sitz.
Das ist der Beladung des Flugzeuges geschuldet, um die Stabilität und Steuerbarkeit auch bei einsitzigen Fliegen zu gewährleisten. The aircraft is branded in the colours of the Trescal Group. They're a global player in the calibration services, which provides verification, repair and calibration of measurement instruments in physical, electronic and mechanical domains. Trescal also offers the maintenance of avionic test benches. The group is a partner of some of the largest aerospace companies in the world and has operations in 21 countries throughout Europe, North Africa, Asia, South America and the USA. Trescal comprises over 180 calibration laboratories and employs over 2,300 people worldwide, including a great many here in Germany. The aircraft is here today to represent the German branch of the Trescal Group, which has over 10 calibration laboratories in this country. Wie schon gesagt, ist das Flugzeug auch in den Farben der Trescal gehalten. Dieses Unternehmen ist eines der größten Unternehmen im Gebiet der Kalibrierung von mechanischen, physikalischen und elektrischen Messgeräten. Außerdem bieten sie den Test und die Wartung von Avionik-Testgeräten an. In über 21 Ländern sind sie vertreten, sowohl in Europa, Nordafrika, Asien, Südamerika und den Vereinigten Staaten. Weltweit werden über 2100 Menschen von diesem Unternehmen beschäftigt, in insgesamt 180 Laboratorien, die sich mit der Kalibrierung dieser Messgeräte beschäftigen. Es gibt etwa 35.000 Kunden jedes Jahr, 1,8 Millionen Kalibrierungsoperationen werden jährlich durchgeführt. In Deutschland gibt es 10 Laboratorien der Firma Trescal, die die Luftfahrtunternehmen bei der Wartung und Instandhaltung ihrer Messgeräte unterstützen. Well, Jean-Marc Holst, aside from being the Vice President of Trescal, is also a very keen and a very skilled aerobatic pilot, as you just witnessed. Lovely display, very smooth aerobatics. Now you can admire the aircraft in the static display and meet the team on the Trescal stand in Hall 2 at stand 226. Ja, Jean-Marc Holst bringt sein Flugzeug gerade in einem Seitengleitflug zur Landung. Sie können das Flugzeug im Static Display betrachten, können sich aber auch an das Team von Trescal in der Halle 2 am Stand 226 durchaus mal mit der Kalibrierung von Messgeräten durch die Firma Trescal beschäftigen. Danke. Well, many thanks to Jean-Marc Holst. Another lovely display. Very interesting technique to landing in a tailwheel aircraft because, of course, the engine in the nose comes up and blocks out your view forward. So you have to land either sideways or in a lovely curved approach. And then when you're taxiing on the ground, you have to zigzag from side to side just so you can see what's in front of you. Absolut tolles Display. Und bevor wir zum Highlight des heutigen Tages kommen, zur letzten Vorführung des Eurofighter Typhoon der Luftwaffe, haben wir noch einige Departures, einige Abflüge. Wir sehen, dass der Airbus A400 von Airbus Group zurück wohl auf dem Weg nach Spanien